So, liebe Leute, nachdem wir hier hoffentlich ein paar technische Mysterien behoben haben, geht's weiter. Und zwar sind wir gerade in dem Meeting, in dem es um die Ergebnisse des Reformkomitees der großen Nationalversammlung geht, also des Parlaments. Und Nia Morgner, das ist unsere Justizministerin, die teilt uns mit gerade, dass die Gespräche sehr erfolgreich waren. And we already started working on the constitutional draft together with the reformists. Ja, das wollen wir doch. They demand a little too much, but I've had success with Franz Richter to create a realistic draft that could potentially go through the Supreme Court. Ja, wir gucken noch mal ganz kurz hin. Wir erinnern uns, dass wir 166 Stimmen brauchen im Parlament, ja. Wenn wir die komplette PFJP auf unserer Seite haben, haben wir 200 Stimmen. Easy peasy. Problem ist, ja, und die Unabhängigen kriegen wir wahrscheinlich auch noch. Problem ist das Verfassungsgericht. Und zwar steht es hier, wenn wir weil wir die Zentristen halt mitkriegen müssen. Wir haben nur die Reformer sicher auf unserer Seite, die auch übrigens von unserer Ministerin angeführt werden. Wir haben die alte Garde, die hier die absolute Mehrheit hat mit 5. Aber die Zentristen, wie kommen wir an die ran? Problem ist auch, dass die Isabel Edmonds, die anführt im Supreme Court, antikommunistisch und sozial konservativ ist. Ich weiß nicht, ob sie sozusagen die einzige Person ist, mit der wir uns irgendwie, mit der wir irgendwie eine Übereinstimmung kriegen müssen. Das wird sie hier bestimmt noch sagen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. A little. They demanded to rewrite the whole constitution. The requests were definitely not outrageous, just not realistic in today's circumstances, just because it wouldn't pass the assembly. Nonetheless, I'm glad that we are reaching common ground already. If we can reach an agreement with the reformists, we will be very strong in the assembly to propose the change. Wissen die denn überhaupt, was unsere Position ist? Was sie da verhandeln sollen? Wie viel Zeit ist schon vergangen seit Amtsantritt? Frag mich mal was Schweres, weiß ich nicht. Wie viel Zeit ist ein Turn? Ja, es gibt kein Datum oder so, deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Und die Nachrichten haben ja auch kein Datum, oder? Nee. Das weiß ich leider nicht. Also die 2/3 kriegen wir auf jeden Fall. Die Frage ist, können wir den Supreme Court überzeugen? They are the biggest obstacle. Even if we pass the assembly, the Chief Justice will do his best to block our amendments. We need at least 6 of the 11 judges to vote for the proposal, but Mr. Hawker has enormous influence over the judges. We should reach out to the judges in secret. Some of them might be willing to break rank to support us. They will surely support a just cause for the country and its future. Ich glaube nicht. So funktionieren Menschen nicht. All means are to be considered.
Auch nicht. Also ich will sie jetzt nicht irgendwie bestechen oder erpressen oder irgendwas. Aber ich fürchte, das muss ich sagen, damit wir zumindest mal mit den Einzelnen irgendwie sprechen können. Oder ein Bild bekommen, was denn da so die Möglichkeiten wären. Weil das ist halt einfach illusorisch. Wenn das so wäre, dann weiß ich nicht. Dann wäre der Klimawandel kein Problem mehr. All means are considered. Neo was taken aback by the statement. According to the Constitution, I'm a member of the Supreme Court, which means we already have one vote. 2 of the judges are friends of mine and of similar opinion about the reforms. Consider them with me. I'm sure. Nein, wir werden sie nicht bestechen. Who else would be willing to support the reforms? I think Judge Edmonds can be persuaded. And an extension Mr. Dalton and Mr. Merton. Also die gehören quasi alle da zu der Zentristen-Fraktion. They weren't really blinded by the Solis ideology. Yes, those 3 don't seem to be working directly with the Chief Justice Hawker. If we can get to Isabel Edmonds, we might get the 6 vote needed. That's our best bet. Can we reach a 2/3 majority in the assembly? If you can get Franz Richter to work with you on this, our only problem would be uniting our own party. Ja, we'll never be able to get NFP, wollen wir auch gar nicht. We need the majority of our 130 seats in the assembly to vote in favor. With PFJP's full support of 70 voters, we will easily surpass the needed 166. But it will be tough to unite the USP with all the divisive wings that has formed. You must make them follow you loyally. Wir haben das vor der Wahl geschafft, wir können es wieder schaffen. Oder wir werden die Anführer der Fraktionen überzeugen. Wir haben das schon mal geschafft. Alban Cleven and his reformist wing would be supporting you. He already weighed in heavily in the committee meetings. However, the conservatives would be tough to break. The influence of Zoll is still living strong in the party. We will remove his influence. How many votes do they have? The conservatives have around 40 seats. There are many unaligned people, and some of your loyalists might decide to show their true faces too. So we need as many of the conservatives to support us. And there is only one person who is key to make them back us. Gloria Torrey. Ja, es gibt sowas. Also wir sind in Kapitel 1, wir sind in Zug 2 von Kapitel 1, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit ein Zug darstellt. Gloria was elected the president of the student organization Republican Youth. She supported the Democratic Revolutionaries and was credited for organizing several major student rallies. Ja, hey, hör mal. Wir kommen ja wohl super miteinander klar, oder? Appoint a special advisor to the Minister of the Interior, spokeswoman for Home Affairs, spokeswoman of Education, Speaker of the Grand National Assembly, in protest against Alfonso. Regarded as a charismatic politician and a tough negotiator, she is credited
for major lobbying incidents with the USP, which shifted the political landscape during the last decade. She was elected speaker. Lobbying. She's well respected by the Solists, obwohl sie gegen die ist. She be our biggest obstacle in the assembly and her demands will be extensive. Ja, aber wir sind doch inhaltlich eigentlich beieinander, oder nicht? I also have reasons to think she might be in Orso's pocket. She will be tough to break, but we'll need her help to get the conservative support. What are the demands? We should run down each of the main demands of the committee. Get your input first. Mrs. Morgner can explain them further. We start with the first red line. The new constitution will fix the loopholes regarding the president's absolute veto powers. Even though Mr. Richter put on a whole show about why vetoes should completely be removed, the committee has almost unanimously agreed on fixing the loopholes, thus limiting presidential vetoes. My suggestion is to add a clause detailing the methods the assembly may override a veto with, some sort of a supermajority. One person should never be able to block the rest. Also, the loopholes. Also der Präsident kann ein Veto einlegen, aber die Versammlung kann mit einer Supermehrheit, was auch immer das ist, wie viele Stimmen das sein mögen, 2/3 oder mehr, das Veto überschreiben. Ja, das kann halt zu so endlosen Blockierschleifen führen, ne? Schwer zu sagen. Ja, klingt nach den USA, genau. Tja, dann, also ich würde mal sagen, wir sind da bei Mr. Richter. Wir nehmen die Vetos komplett raus. Da funktioniert das super, ja, ja. Zwei oder eins? Was würde denn 2 bedeuten? Und fixing the loopholes. Naja, gut, das heißt einfach nur, also das ist halt sozusagen die Variante, dass sie einfach das Gegenveto, das Veto zum Veto einführen, um das Veto zu schwächen. Nee, also ich bin bei 1. Veto soll komplett abgeschafft werden. Whatever you decide, it's important to get a balanced picture. We will be making history by changing the 29 Constitution of Seoul. The second one is about the judiciary. The new constitution will remove the Supreme Court's right to vote on legislation. This is yet another point that was unanimously agreed on by all parties. Tarkin Sol established this rule to protect his 29 constitution. We all know most of the judges are still his pawns. Constitutional amendments will still be very difficult to accomplish with a reform like this, particularly because we will keep the 2/3 vote system to be able to propose a change. However, the judiciary will not have the final say in the amendments. Also der Supreme Court kann dann mit einer 2/3 Mehrheit eine Verfassungsänderung vorschlagen.
to be able to propose a change. Aber sie können nicht mehr das Parlament blockieren, sozusagen. Aber beziehungsweise das kann sich auch auf die Versammlung beziehen, dass die 2/3 braucht. Ja, die Supermajority ist ja sozusagen, um das Veto des Präsidenten zu canceln. Also, das ist ja der Witz. Da würden sie das Veto beibehalten und das Parlament kann das Veto aufheben. Okay. This is what we want to do. I cannot disagree. We need the court to even pass this change. Why would they support? Also ich bin auch dafür, dass das Parlament mit der 2/3 das machen kann. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir die Unterstützung? Most of them won't, but we already talked about my vote and a possible agreement with Isabel, which may change things. Apart from these two critical points, they have other major demands. They want to reform the appointment procedures of the ministers. Mr. Richter clarified that the Assembly should have a say in the formation of the Council of Ministers. This is something that a majority in our party also supports. Das heißt, der Präsident kann seine eigene Regierung nicht zusammensetzen, sondern das Parlament wählt die Minister. Also der Präsident wird vom Volk, wird scheinbar direkt gewählt, mehr oder weniger. Und die Minister würden dann vom Parlament gewählt werden. Das will die Mehrheit der Partei. Mr. Richter also talked about abolishing the member of honor rights of Takin So that gives him absolute immunity and makes him a permanent member of the assembly. Ja, auf jeden. That one is a controversial one. Yeah. I doubt that the USP would like that. Immunity of the justices, the impeachment of the president, limiting the power of the presidential decrees. All of this came up during the committee meetings. The reformists expect big reforms, while our faction in the USP are not very keen on pushing changes that are too great. I'd say keeping everything in the middle ground is the safest bet. No need to agitate anyone too much. Agitate. They have valid concerns. Nee, wir wollen die Reform. Wir wollen die Reform. I'm with you on this, Mr. President. Well, regardless of what Mr. Rayne decides, we will need to work together to push this agenda. Now we have a better picture of your intentions, sir. I will start reaching out to my contacts to make a draft that works for us. I'll present your input to the committee. In a few months, you would have the draft on your desk to make the final changes yourself. I think this was just another fruitful meeting, sir. Gemeinsam werden wir Sordland demokratisieren. Huzzah! And you have my full support, Mr. President. Ours too, of course. Yes, sir. Thank you for your time. Have a good day. Goodbye. Ciao, ciao. Schauen wir mal. So, the H3 construction plan started by Taurus. Taurus Holding has reported that preparatory work for the H3 highway has already started, including clearing land and demolishing buildings in the path of the future roadway. Construction of the highway will be starting in the next month, working west from Lakehaven. West?
Bitte? Westen ist hier. Die Straße soll dahin gehen. Habt ihr nicht richtig zugehört? Oh, der Chief of Justice. Der hat was dazu zu sagen, glaube ich, was wir da für Reformpläne haben, Leute. Na, hören wir uns das mal an.